Ja, entdecken, experimentieren und erforschen. Ich glaube, ein Praktikum im MINT-Bereich, das wäre was für mich. Was machst denn du da gerade? Ich mache mir gerade Gedanken über mein Praktikum. Es soll spannend sein und Spaß machen. Vielleicht etwas im MINT-Bereich? Moment mal. Hier, da fragen wir mal nach. Coole Idee! Ich muss ein Praktikum für die Schule machen, aber weiß noch nicht so recht, wo ich anfangen soll zu suchen. Können Sie mir da weiterhelfen? Ja, da seid ihr bei der Wirtschaftsförderung genau richtig, weil wir uns darum kümmern, euch Angebote für Praktika, Ferienjobs zu zeigen. Dafür haben wir ein eigenes Projekt, das Jupiter-Projekt. Da würde ich euch auch unsere Karten mitgeben, dass ihr da mal drauf schaut und mal auf die Internetseite schaut, euch informieren könnt. Ansonsten würde ich euch sehr empfehlen, verschiedene Angebote einfach mal auszuprobieren. Und das würde ich euch gerne hier auf der Karte zeigen. Und zwar ist es so, dass Firmen wie Zeiss, Jenoptik, Wacom, aber auch DotSource im MINT-Bereich Praktika anbieten. Erfahrungen sind immer sehr wichtig. Lesen ist gut, aber Erfahrung machen ist sehr viel besser. Und da könnt ihr natürlich sehr gern die Anlaufpunkte mal ansteuern, nachfragen und dann findet ihr auf jeden Fall ein Praktikum. Oh wow, hier gibt es eine riesengroße Auswahl an MINT-Studiengängen. Aber erzähl doch mal, wo warst du vorhin und was war das mit dieser Elefantenzahnpasta? Da war ich im Schülerlabor Chemie. Unter einem Chemiker stellen sich die meisten Leute einen zerzausten Professor vor, der in seinem Labor irgendwelche Chemikalien zusammenmixt. Es brodelt, es stinkt, es explodiert. Aber Chemiker arbeiten viel systematischer und begegnen uns in vielen Situationen. Sie arbeiten in der chemischen Industrie, in Raffinerien oder in großen Laboratorien. Und um das tun zu können, müssen Sie natürlich auch vorher Chemie richtig studiert haben. Das ist keine Allheilkunst. Und Chemie könnt ihr zum Beispiel an der FSU in Jena studieren. Wenn ihr euch nun fragt, ist Chemie das Richtige für mich? Chemie, das ist doch so schwierig in der Schule. Dann könnt ihr das bei uns sogar ausprobieren. Es gibt ein Chemie-Schülerlabor. Und dieses Angebot ist für alle Jahrgangsstufen und für alle Schultypen offen. Je nach Alter und je nach Schwerpunktsetzung kann man hier so ganz alltägliche und ganz naturwissenschaftliche Themen experimentell untersuchen. Wenn also ihr auch mit dem Gedanken spielt, ist Chemie vielleicht das Richtige für mich, soll ich das studieren, kommt zu uns nach Jena, kommt in unser Chemie-Schülerlabor und testet es einfach mal aus. Hey, kann man dir helfen? Ja, gerne. Ich schaue mich gerade hier ein bisschen auf dem Campus um. Studierst du hier? Ja, ich studiere Mathe, gleich da drüben. Cool. Braucht man für ein Mathe-Studium eigentlich eine 1? Nee, überhaupt nicht. Also zum einen hat Unimathe nicht ganz so viel mit Schulmathe zu tun, zum anderen wird man eigentlich von Anfang an abgeholt. Wir haben Vorkurse hier und dann passt eigentlich alles ganz gut zusammen und kommt gut rein. Cool. Und was möchtest du später mal arbeiten? Ich würde gerne Richtung Medizininformatik gehen. Das ist so eine Mischung aus Medizin, Informatik und Mathe, was ich einfach super spannend finde. Okay. Na dann, danke für das Gespräch. Ciao. Tschüss. Hi Kilian, wo warst du vorhin? Beim Jena-Experiment. Das ist die bestuntersuchteste Wiese, die es auf der Welt gibt. Ich habe dir sogar was mitgebracht. Oh, danke schön. Und jetzt erzähle ich dir mal, wie es dort war. Das ist eine ungewöhnliche Wiese. Wofür sind die Stäbe da? Die Stäbe sind hier, damit verschiedene Versuchsparzellen markiert werden. Das ist nämlich nicht eine ganz normale Wiese, sondern eine Versuchsfläche, wo wir den Effekt von Pflanzenartenzahl auf das Funktionieren einer Wiese untersuchen. Und dafür haben wir diese Versuchsfläche angelegt, 2002 schon, es läuft also schon sehr lange, und haben auf insgesamt 80 verschiedenen Flächen verschieden viele Pflanzenarten angesät. Also wir haben Flächen, wo nur eine Art wächst, wir haben Flächen, wo 60 verschiedene Pflanzenarten wachsen und wir schauen einfach, was passiert dann in dieser Wiese. Okay, und wie werden hier die Proben entnommen? Wir schneiden Wiese ab, um zu schauen, wie produktiv diese Wiese ist, also wie viel Heu sie produziert. Wir zählen Bestäuber, wir saugen Insekten von der Wiese ab. All das sind so relativ klassische Methoden, aber wir haben auch modernere Techniken in der Anwendung. Zum Beispiel messen wir die Bodenfeuchte oder Bodentemperatur über verschiedene Sensoren auf den Flächen, aber wir benutzen auch Kameras, mit denen man die zeitliche Entwicklung einer Wiese untersuchen kann. Sind das
das nur Biologen, die diese Proben auswerten? Es sind nicht nur Biologen größtenteils, also wir sind ein Riesenteam an Wissenschaftlern, die alle in verschiedenen kleinen Bereichen arbeiten, aber wir haben auch Biochemiker, die zum Beispiel dann Bodenprozesse untersuchen. Aber das meiste sind Biologen und im Speziellen Ökologen. Für mich geht's jetzt zu Zeiss und das hier nehme ich mit. Hallo, herzlich willkommen bei Zeiss. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Gerne. Was ist denn das hier für ein Gerät? Das hier ist ein Zeiss Elira. Das ist eines unserer besten Mikroskope, ein Super Resolution Mikroskop. Bei Mikroskopen ist die Auflösung, also die Detailschärfe, die man erreichen kann, durch Physik limitiert, zum Beispiel durch die Wellenlänge des Lichtes, das man für die Bildgebung benutzt. Und wenn man noch feinere Strukturen anschauen will, dann muss man einige Tricks anwenden, die jetzt zum Beispiel in diesem Gerät drin stecken. Und das kann man zum Beispiel hier ganz schön sehen. Das ist ein Fluoreszenzmikroskop. Das heißt, man färbt mit Fluoreszenzfarbstoffen bestimmte Strukturen zum Beispiel in einer Zelle an. Und hier rechts ist eben ein Bild, wie es mit einem klassischen Mikroskop aussieht. Und hier links, wenn man diese ganzen Tricks, die ich erwähnt habe, anwenden würde. Und man sieht einfach, dass hier unheimlich viele Details sichtbar werden, die in diesem klassischen Bild gar nicht sichtbar wären. Cool. Was haben Sie eigentlich studiert und wie sind Sie hier zu Zeiss gekommen? Also ich bin Physiker. Am Anfang wollte ich Astrophysik studieren, was mit schwarzen Löchern. Und irgendwann wurde Quantenphysik draus. Aber später bin ich dann auf die Mikroskopie umgeschwenkt, auch während dem Studium schon. Habe zur Mikroskopie promoviert und da auch an der Entwicklung dieses Mikroskops mitgearbeitet. Und das war dann für mich der natürliche Zugang zu Zeiss. Als Physiker lernt man vor allem Probleme zu lösen, jeglicher Art. Und mittlerweile benutze ich einfach die Denkweise, die ich da gelernt habe, auch um strategische Fragestellungen zu beantworten und eben nicht mehr nur Technologie zu machen. Ich habe auch etwas mitgebracht. Und zwar wollte ich fragen, ob ich diese Blume hier mal mikroskopieren kann. Ja, gerne. Aber da ist jetzt das hier nicht das richtige Mikroskop zu, da würde ich vorschlagen, dass wir mal hier rüber zu dem Stereomikroskop gehen. Ja, mach mal. Ja, da legst du am besten einfach die Blume mal in dieses Schälchen. Dann kannst du auch gerne mal durchschauen. Wie gesagt, so ein Stereomikroskop ist ein einfacheres Mikroskop. Ich finde es aber trotzdem ziemlich cool. Das Besondere an so einem Stereomikroskop ist, dass jedes Auge durch ein eigenes Objektiv schaut und damit ein bisschen was anderes sieht. Und dadurch hast du, wie auch im richtigen Leben mit deinen zwei Augen, einen 3D-Eindruck des Objekts, was unter dem Mikroskop liegt. Na, schau doch einfach mal durch. Cool, das sieht ja gut aus. Also könnte ich sowas auch mal meinen Freunden zeigen und kann eigentlich jeder hier reinschnuppern? Also zeigen ist am einfachsten, wenn wir vielleicht nachher ein Bild abspeichern. Das kannst du dann gerne mitnehmen. Und ja, reinschnuppern kann im Prinzip auch jeder hier mal. Wir haben da viele Möglichkeiten, zum Beispiel über Schnupperpraktika für Schülerinnen und Schüler, die sich für MINT-Fächer interessieren. Ja, aber auch nach der Schule gibt es dann Möglichkeiten, in genau den Bereichen bei uns eine Ausbildung zu machen. Oder auch vielleicht ein duales Studium, entweder im kaufmännischen Bereich oder eher im technologischen Bereich. Cool, und was tut Zeiss, um junge Leute für MINT-Fächer zu begeistern? Ja, das ist uns wichtig. Ich meine, wir sind selber davon begeistert. Unser Herz schlägt für die Wissenschaft und das wollen wir gerne auch weitervermitteln. Und wir bringen uns tatsächlich bei einigen Bildungsinitiativen im MINT-Bereich ein, zum Beispiel bei der Langen Nacht der Wissenschaften, wo wir dabei sind, oder auch Jugend forscht, das hier bei uns in den Räumlichkeiten immer stattfindet. Und jetzt auch zum Beispiel bei der Unterstützung des MINT-Festivals. Herzlich willkommen bei Active Fiber Systems. Wir sind eine kleine Firma in Jena, also mittlerweile auch gar nicht mehr so klein, 40 Leute. Und wir bauen sehr spezielle Lasersysteme. Jetzt habe ich ein paar Mal das Wort Laser gesagt, aber noch gar nicht erklärt, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Und bedeutet im Prinzip so viel, dass ich eben so eine Emission von Photonen nicht zufällig passieren lasse, sondern ich stimuliere sie. Also ich schicke was rein, was dann wie so eine Lawine alles mitreißt. Und dadurch erzeuge ich mir eben die Photonen so, wie ich sie möchte, nämlich alle schön gleichzeitig in solchen Wellen und nicht irgendwie zufällig. Ich darf überall reinschnuppern und ich lerne echt enorm viel hier bei der AFS. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem Universitätswissen und dem, was man hier bei der AFS macht. Also in der Uni ist das alles sehr theoretisch. Hier wiederum sehr, sehr praktisch. Man würde es nicht denken, aber es gehört wirklich eine ganze Menge Fingerfeingefühl und Handwerk dazu, so einen Laser aufzubauen, einzukoppeln und zu justieren. Das ist nicht so, dass man einfach alles theoretisch berechnet und reinhaut. Das muss alles Stück für Stück nachgeprüft und eingebaut werden.
um bei uns mitzuarbeiten. Es ist sicherlich hilfreich, wenn man so ein gewisses Interesse an technischen Dingen hat und an Naturwissenschaften. Das heißt, so, um in Schulfächern zu reden, wäre vielleicht Mathematik, Physik. Das wären so Sachen, die einem ein bisschen Spaß machen sollten. Aber es muss nicht so theoretisch sein. Es kann durchaus ja auch sein, dass man sagt, man schraubt gerne, ja, man bastelt gerne. Und man baut dann halt keine Möbel zusammen, sondern man baut dann halt so Metallkomponenten und Spiegel zusammen. Und daraus entsteht eben so ein Laser. Hallo, mein Name ist Ralf Kuschnereit und ich leite die Division Light und Optik bei der Jenoptik. Ich bin Fatima, die Executive Assistant von CEO. Ich bin Sandra, ich bin Recruiterin für die Jenoptik in Deutschland. Willkommen bei der Jenoptik. Wir arbeiten hart daran, mit unserer Technologie das Leben besser zu machen. Stell dir einen Waldbrand vor. Mit unserem EVD-Infrarotkamera, welche die kleinste der Welt ist, finden Feuerwehrleute Personen, die in Gefahr sind. Wir fliegen aber nicht nur über Waldgebiete, sondern auch in den Weltraum. Und zwar auf den Mars. Was hat Jenoptik jetzt mit dem roten Planeten zu tun? Nun, wir haben die Augen gebaut für das Fahrzeug, den Mars Rover Perseverance, der dieses Jahr auf dem Mars gelandet ist. Und mit diesen Augen, wir haben die Objektive gebaut, kann der Mars Rover seinen Weg auf dem Mars finden und die Umgebung beobachten. Die Herausforderung beim Bau dieser Objektive ist es, Objektive zu bauen, die einen Raketenstart überstehen können mechanisch und die einen großen Temperaturbereich überleben, nämlich bis zu minus 135 Grad. Für all diese großartigen Technologien braucht es ein großartiges Team. Wie ihr Teil von diesem Team werden könnt, erzählt euch gleich Sandra. Ein spannender Weg, Teil der Jenoptik zu werden, ist mit einer Ausbildung, zum Beispiel im Bereich Feinoptik, Mikrotechnologie, Fachinformatik, Industriemechanik oder Mechatronik. Immer ab Ende September kannst du dich auf unsere offenen Ausbildungsplätze und Studienplätze bewerben. Und vielleicht hast du sogar schon deinen Ausbildungsvertrag oder deinen Studienplatz zu Weihnachten in der Tasche für nächstes Jahr. Und wenn du noch nicht weißt, welcher Beruf am besten zu dir passt, dann schnuppe doch einfach mal mit einem Schülerpraktikum bei uns rein. Alle notwendigen Informationen dazu findest du hier. Schon krass, wie viel Technik da drin steckt. Aber was glaubst du, was muss man dafür studieren? Nun ja, ich glaube, da muss man so etwas in die Richtung Ingenieurwissenschaften studieren. Ich gehe mal zur Ernst-Abbe-Hochschule und frage da mal nach. So, okay, ich zeige dir mal das Labor elektrische Maschinenantriebe und zeige dir mal, was man als Ingenieur so machen kann. Der Ingenieurberuf ist ja vielfältig. Du kannst in der Medizintechnik, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik oder auch Energietechnik arbeiten. Das alles kannst du bei uns in den entsprechenden Studiengängen lernen. Was für Fähigkeiten muss man da so mitbringen? Als Ingenieur musst du das Interesse an der Technik haben, an der Mathe, Physik, und du musst das Interesse haben, etwas zu verstehen, zu wissen, warum etwas funktioniert. Wie funktioniert der Computer? Wie programmiere ich eine App? Warum fährt ein Auto? Das alles sind Sachen, die du bei uns hier lernst. Und haben Sie auch noch andere Labore? Ja, bei meinem Kollegen Professor Garzke vom Fachbereich Maschinenbau, der zeigt dir gerne das Akustiklabor. Staubsauger, Mikrofone. Bin ich hier im Akustiklabor? Du bist richtig, komm rein, Kilian, sei gegrüßt. Du bist hier im Labor für technische Akustik. Du merkst schon, der Ton ist hier ein bisschen anders. Es ist ein sogenannter Freifeldraum, das heißt, von den Wänden gibt es keine Rückreflexion. Wir können also wirklich dann die akustischen Signale von den untersuchten Objekten, hier in dem Fall Staubsauger oder Verbrennungsmotor, analysieren, aufnehmen und nach der Lautstärke dann separieren, welche Baugruppe liefert welchen Beitrag zum Gesamtergebnis. Hattest du schon mal was mit Akustik zu tun gehabt? Nö, noch nie. Kilian, hier als Beispiel. Ein relativ leises Geräusch und angenehm. Natürlich hier in dem Fall soll es auch eine Weckfunktion übernehmen. Aber das lauteste Geräusch, was jemals gemessen wurde, so sagt man das war die Messung eines Vulkanausbruchs. Das ging knapp bis 200 Dezibel. Und wenn man das dauerhaft dann dem Signal ausgesetzt sein würde, würde das sehr, sehr schwerwiegende Folgen für die Gesundheit des Menschen haben, beziehungsweise eventuell auch bis zum Tod führen. Also du siehst, von ganz leise bis ganz gesundheitsschädlich ist sehr, sehr viel hier dabei, was man beobachten und messen kann. Kilian hat jetzt viel über Ingenieurstudiengänge herausgefunden. Und was ein Ingenieur den ganzen Tag macht? Diese Frage kläre ich jetzt. Hallo Herr Bergner, was macht eigentlich ein Ingenieur den ganzen Tag?
Ein Ingenieur bei uns entwickelt die Zukunft. Wir liefern Zukunft. Der Ingenieur designt Maschinen für jeden High-End-Bereich, den es heutzutage gibt. Ich kenne aus der Schule, dass in einem Vakuum nichts ist, also etwas ist völlig leer. Was hat das genau mit Ihrer Firma zu tun? Völlige Leere, die gibt es erstmal nicht. Vakuum beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem Unterdruck und mit einem möglichst luftleeren Raum. Im Unterdruck lassen sich verschiedene industrielle Prozesse realisieren, wie zum Beispiel die Grundlagenforschung am CERN oder aber auch die Herstellung von Computerchips. Wenn du bei uns in die Produktion kommst, siehst du die modernste Industrie 4.0 Produktion in Thüringen. Bei uns ist alles vernetzt, bei uns fahren fahrerlose Transportfahrzeuge, kurz FTF, durch die Produktion und versorgen die einzelnen Standorte mit Ware. Wenn ich mir das jetzt alles von der Nähe anschauen möchte, wie komme ich als Schülerin in Ihre Firma? Also kann man bei Ihnen vielleicht auch ein Praktikum machen? Wir haben bei uns im Unternehmen zum einen die Möglichkeit, verschiedene Schülerpraktikums, einfach mal Schnupperpraktikums zu haben, wo man mal reingucken kann, was ist denn so in einer mechanischen Produktion? Was ist denn ein Reinraum? Wie funktioniert Verpacken? Oder was ist ein kaufmännischer Beruf? Diese Möglichkeiten bieten wir Schülern im Zuge des grundlegenden Austauschs mit den Schulen an. Des Weiteren gibt es bei uns über 14 Berufe, die du lernen kannst. Unter anderem sind das technische Produktdesigner, Produktionstechnologen, Physiklaborant oder Kaufmann für Marketingkommunikation. Hallo Kilian, herzlich willkommen bei der Intersco GmbH. Wir sind ein Softwareunternehmen und entwickeln webbasierte Software, die im Browser abläuft oder auch auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones. Wer kann hier alles zu Ihnen kommen? Muss man davor wissen, dass man etwas mit IT machen möchte? Grundsätzlich kann erstmal jeder und jede kommen, die Interesse hat am Internet und wie das Ganze funktioniert und in einem Praktikum halt mal in einen Arbeitsalltag eines Programmierers reinschauen. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die was Kreatives machen wollten, aber überhaupt nicht daran gedacht haben, Softwareentwickler zu werden, aber es mittlerweile mit Begeisterung tun. Hey, ich bin der Oskar, wir sind ja bei der DOTSOS. Ich mache ja Ausbildung zum Fachinformatiker und herzlich willkommen. Ein großer Bereich der DOTSOS ist vor allem das E-Commerce. Das heißt zum Beispiel für gewisse Kunden wie zum Beispiel Cornelis oder Stabilo richten wir Online-Shops ein, arbeiten am Design und kümmern uns auch ums Marketing. Mein Weg zur DOTSOS war übers Studium. Ich habe zuerst Informatik studiert, habe dann vor allen Dingen Webseiten kennengelernt und die Sprachen. Habe dann gemerkt, dass ich da vor allen Dingen im E-Commerce-Bereich mehr tätig werden will. Habe dann über das Speeddating die DOTSOS kennengelernt und habe dann hier auch meinen Platz gefunden. Als Schüler hat man natürlich die Möglichkeit, bei der DOTSOS sein Praktikum zu absolvieren oder auch am Codecamp teilzunehmen, wo man natürlich direkte Einblicke in die Entwicklung und das Design von Webseiten erfährt. Als Interessen sollte man natürlich haben die Website-Entwicklung und allgemein das IT-Thema. Man muss jetzt anders, wie man vielleicht denkt, nicht perfekt in Mathe sein, sondern es ist eher das strukturierte Denken, was hier einen unterstützt und hilft. So, Anne-Sophie, wo möchtest du dein Praktikum machen? Ich fand alles schön und würde gerne alles ausprobieren. Doch weißt du was? Gleich beginnt das MINT-Festival in Jena. Dort können wir noch mehr über MINT-Disziplin erfahren. Bist du dabei? Natürlich. Sehr schön.